Hallo Leute, ich bin Wolfgang von Black Trident und heute sprechen wir über zwei kleine Dinge mit großem Effekt. HMS und CML. Was das ist, was das kann und wofür das steht, das erfährst du in diesem Video. Wer sich seinen Range-Belt aufbaut, der hat vielleicht schon ein ähnliches Setup wie hier. Hier habe ich meinen Range-Belt. Ich habe die Magazintaschen, Pistole, Gewehr, ein Holster und sogar ein Erste-Hilfe-Kit. Und für viele, die gerade so in dem Thema sind, ja, mein Range-Belt, das ist so das allererste, was ich mir hole, wenn ich schießen gehe, die haben dann auch oft so Zubehörsachen wie Handschuhe. Und wer schon vielleicht etwas tiefer drin ist oder gerade auch in dem Bereich arbeitet, der hat vielleicht auch Knicklichter, so wie hier, die ihr für den taktischen Einsatz braucht. Und gerade hier ist es immer das Ding, wo bringe ich das an, dass das Ganze so ist, dass ich rasch darauf zugreifen kann und dass es mich aber auch nicht stört in meiner Bewegung. Und genau hier, da kommt der HMS Hold My Stuff ins Spiel. Beim HMS handelt es sich um eine Klett-Karabiner-Lösung. Das hat nämlich den Vorteil, dass ihr den HMS an verschiedenen Stellen an eurem Range-Belt anbringen könnt, vollkommen unabhängig davon, wie eure Molly-Bebänderung ausschaut und wie voll euer Range-Belt schon ist. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel beim Black Trident Range-Belt, da ist die Innenseite mit Hakenklett. Und interessant beim HMS als auch beim CML, zu dem ich gleich noch komme, ist, dass die beiden Klettflächen unterschiedlich groß ausgestaltet sind. Die Flauschklettfläche am HMS sowie am CML ist größer als die Hakenklettfläche, die mit dem Innerbelt agiert. Und das Spannende ist, dass ich dadurch den HMS auch an Positionen setzen kann, die zum Beispiel schon belegt sind. Hier habe ich zum Beispiel einen STB02 Tourniquet Pouch und darüber kann ich aufgrund dessen, dass hier doppelter Klett ist, einen HMS geben und kann dann so zum Beispiel meine Knicklichter hier vorne unter meinem Tourniquet Pouch lagern. Super cool, weil du mega platzeffizient arbeitest. Und jetzt schauen wir uns natürlich an, jetzt haben wir über den HMS gesprochen, aber jetzt ist natürlich auch noch spannend, was ist eigentlich ein CML? CML, das steht für Catch My Lanyard. Und da ist jetzt natürlich das Ding, Wolfgang, was bitte ist ein Lanyard? Ein Lanyard, das ist so etwas wie das hier und wenn man das im allgemeinen Sprachgebrauch sagen würde, würde man sagen, es ist eine Selbstsicherungsleine. Das brauchen Personen, die sich selbst in Luftfahrzeugen sichern müssen. Und da geht es eben darum, dass diese Leine, die wird oft in der Praxis bei vielen Leuten an unterschiedlichen Ausrüstungsgegenständen, die nicht dafür vorgesehen sind, angebracht. Und das Problem dabei ist, dass man halt einerseits immer wieder unterschiedliche Positionen hat und dass man eventuell sogar die Effektivität dieses Ausrüstungsgegenstandes einschränkt und zusätzlich noch, dass es oft auch Stellen sein können, die nicht besonders gut zu erreichen sind mit egal welcher Hand. Und dabei kommt eben der CML ins Spiel. Beim CML handelt es sich eben auch um einen einfachen Loop und der aber ein bisschen einen noch größeren Hintergrund hat. Diese Idee, die kommt dir nämlich nicht im Büro. Und da geht es nämlich darum, dass es gibt schon Lösungen, wo man immer Molly, Schlaufen belegt und Co. Aber wie ihr hier seht, der Gürtel ist eigentlich schon relativ voll. Und genau hier kommt diese Klettlösung nochmal ins Spiel. Denn auch hier habe ich die Möglichkeit, dieses Teil an verschiedenen Stellen am Range-Belt einzuhängen und so zum Beispiel auch Bereiche zu nutzen, die bereits belegt sind durch andere Ausrüstungsgegenstände. Hier natürlich immer mit dem Ding, dass ich da auch noch darauf zugreifen möchte. Und dass das gut hält, das zeige ich euch jetzt mal bei einer Kombination von Range-Belt und Innerbelt. Generell ist ja zu sagen, dass bei HMS und CML Ausrüstungsgegenstände angebracht werden, die kein hohes Gewicht haben oder wo es jetzt auch nicht um Belastung geht, weil der CML, der wird dann verwendet, wenn ich den Sicherungskarabiner nicht brauche, sozusagen als temporäre Verstaumöglichkeit. Hier habe ich jetzt mal einen Range-Belt und Innerbelt, einfach, dass wir es mal ein bisschen separieren können. Und da hänge ich jetzt mal so eine Sicherungsleine ein. Und jetzt natürlich die Frage, wie gut hält das? Es ist ja nur Klett. Und hier ziehe ich jetzt mal voll an. Und ihr seht, da tut sich gar nichts. Und das ist genau das Ding, vielleicht sollte ich mehr ins Fitnesscenter gehen, dass hier eben das wirklich
keinen Einfluss darauf hat, wie gut das hält. Aber wie schon gesagt, das ist eben keine Sache, an die ich jetzt Kilogramm dranhängen würde. Aber gerade so kleine Dinge wie Knicklichter, wo ich mir nach der Reihe eins runterreißen kann, oder Handschuhe, das sind genau für HMS richtige Gegenstände. Und beim CML habt ihr auch gesehen, auch das hält. Ja, die HMS und CML, die sind nicht nur am Belt einsetzbar. Ihr seht, ich habe hier zum Beispiel auch auf diesem Chest Rig gibt es auch immer wieder Klettflächen, wo ich Dinge hineingeben kann. Und genau hier habe ich zum Beispiel auch einen HMS, bei dem ich hier meine Knicklichter einhängen kann. Und das sieht dann so aus. Alle diese Produkte, HMS, CML, Knicklichter und Co., die findet ihr bei uns im Online-Shop auf www.blacktrident.com. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr Videos wie dieses sehen wollt, dann bitte abonniert diesen Kanal, lasst einen Like da, lasst uns auch einen Kommentar da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Wolfgang von Black Trident.